Hallo Leute, wir sind in Kaiserslautern im Konrad der Fahrrad- oder dem Fahrradladen. Heute haben wir ein Stevens AM872 Vergleich oder Versus, wie ihr es sehen wollt, gegen ein E-Inception ED871. Das heißt 872 und 871. Und wir werden heute euch mal so ein bisschen erklären und zeigen, was sind so die groben Unterschiede. Tobi macht, also Tobi ist hier, ne? Macht das, Das übrigens ja nicht sehr, ne? macht das 872 und ich bin so ein bisschen bei diesem 871 und dann betteln wir uns so ein bisschen oder vergleichen, wer, was, wie, wo der Unterschied ist, ne? Das machen wir. So, also so ein bisschen Bosch gegen Shimano heute. Das ist übrigens die letzte Zahl jeweils, ne? 2 Shimano, 1 Bosch und natürlich All Mountain gegen Enduro. Genau, das werden auch diese Hauptthemen jetzt von dem Video sein. Bitte nicht wundern oder jetzt euch zu sagen, hey, die machen ja gar nicht hier Komponentenschau, machen wir tatsächlich extra nicht, weil hier geht es tatsächlich darum, was ist so der signifikante Unterschied zwischen einer All Mountain Geo und einer Enduro. Shimano, Bosch. Und die Sachen beleuchten wir jetzt so ein bisschen, weil die sind relativ ähnlich, weil gleiche Namen, nur halt der Motor und so ein bisschen die Geometrie sind anders. Ne? Fangen wir mal an. Tobi, was würdest du? Genau, also was direkt so ins Auge springt, ist erstmal, was wir hier an Federelementen verbaut haben, ist relativ ähnlich. Ne? Also wir haben beide eine Durolux dabei, wir haben beide RockShox-Dämpfer dabei. Aber wenn man genauer hinguckt, sieht man schon gleich bei dir, da kommen die Tauchrohre doch wesentlich weiter raus vorne. Und bei deinem Dämpfer sehen wir den Ausgleichsbehälter, den Piggyback. Das ist auch ein Unterschied zu dem, was ich dabei habe. Also ich habe einfach eine dickere Gabel, will er damit sagen. Das heißt, die kann mehr einstecken und hier kann auch mehr einstecken. Ne? Das Ganze halt mit dem Ausgleichsbehälter, wenn es halt mal richtig krasser Drop wird, der jetzt mal nicht nur 20, 30 cm ist, sondern halt mal schön einen Meter runter geht. Ne? Durolux, gute Gabel von Suntour. Wie gesagt, in der 38er Ausführung, das ist wie bei Fox, das sagt den Durchmesser aus, ne, von den Tauchrohren. Bei der Bereifung, oder wie es bei dir, du hast ja eine 36er, ne? Die ist nochmal ein bisschen gemäßigter, ne? Genau, also hier sind wir nicht ganz so abfahrtsorientiert. Das Rad, das kannst du auch durchaus mal auf Natur fahren. Und da ist auch mein Punkt so ein bisschen, mit dem Enduro fahre ich ganz sicher nicht zum Einkaufen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu übertrieben, auch wenn man die ein bisschen absperren kann. Da sitzt der quasi auf dem Sofa dann. Beim All Mountain kann man das mal noch bringen. Ja, also wenn es jetzt mal eine kurze Strecke ist, kann man das schon machen, aber damit jetzt regelmäßig immer zum Einkaufsladen seines Vertrauens zu fahren, ist ein bisschen komisch. Weil auch die Gummimischung und die Bereifung hier eine ganz andere ist. Wir haben hier halt auch wieder dem Charakter des Enduros ein bisschen gerecht zu werden. Magic Mary, weiche Ausführung, ne? Und hinten Eddy Current. Das heißt, der soll auch mehr Traktion haben. Dementsprechend ist das hier nochmal ein Indiz dafür, dass es mehr abfahrtsorientiert, mehr in die brutalen Hänge rein soll. Ne? Ja, da kann ich aber locker mithalten, genau selbe Ausstattung. Auch beim All Mountain sollen wir ja durchaus im alpinen Gelände fahren können. Dementsprechend genau gleiche Bereifung, auch in der weichen Mischung. Hier haben wir halt nur eine Geometrie, die auch ein bisschen mehr auffahrtsorientiert ist, sag ich mal. Also es geht eben nicht nur darum, Downhill fahren zu können, sondern hier können wir auch mal schön den Berg noch die Trails, die engen Trails mit rauffahren. Ansonsten Komponenten gehen wir gar nicht groß drauf ein. Wir haben beide 4-Kolbenbremsen dabei. Bei dir ist es Ram, bei mir ist es Shimano. Es sind auch super ähnlich. Wir haben den gleichen Rahmen aus Carbon. Wir haben halt 4 Kolben, also 8 Pistons insgesamt vorne, hinten XT hier von Shimano, hier halt GX. Ne? Also da wird das Rad, bleibt sich hier auch treu und macht nichts mit Shimano, nicht bei den Bremsen und auch nicht bei der Schaltung. GX, das Äquivalent von der Wertigkeit her wie die XT von Shimano, hab halt die großen Unterschiede sind halt eher die Antriebe. Das heißt Motor Bosch und verbauter Akku. Das ist halt so ein bisschen, muss man mögen. Damit ich halt die Optik halt gewährleistet kriege, dass der Motor nicht gedreht werden muss, hat halt Stevens sich dazu entschieden, dass das nicht so einfach halt ausbaubar ist. Der Akku können wir in der Werkstatt machen. Hier jetzt nicht so einfach. Ist hier halt möglich. 750, du hast
Ja, was haben wir, 760, ne? 726, also fast das Gleiche. Ist fast das Gleiche. Also wird keiner merken, den Unterschied, diese 34 Wattstunden. Aber den Unterschied werdet ihr wahrscheinlich bei dem Motor merken, weil Der EP8 ist schon deutlich anders als der Bosch CX. Der CX ist ja dafür bekannt, dass er so ein bisschen ruckartig seine Power an den Mann bringt. Der Shimano kommt so ein kleines bisschen gleichmäßiger. Die haben auch beide einen anderen Sound. Ich will gar nicht sagen, der eine ist lauter oder leiser als der andere. Sie hören sich einfach unterschiedlich an. Der eine mag es ein bisschen hochfrequenter, ist einfach angenehmer fürs Ohr. Bei einem anderen sind es so die tiefen Frequenzen, die eher erträglicher sind. Sie sind beide natürlich nicht sonderlich laut. Also wir sprechen hier ja von den Top-Motoren der jeweiligen Herstellern. Aber dadurch, dass sie halt viel Leistung bringen, geben sie halt Geräusche von sich und die unterscheiden sich halt. wir sind hier schon in der oberen Mittelklasse, muss man schon sagen. Hier sind wir bei knapp 4,7, was ist es, 4,7, ne? Und hier haben wir halt 6,3, ne? Ist halt auf jeden Fall schon mal obere Mittelklasse. Vor 4, 5 Jahren wäre das sogar schon kurz vor der High-End-Klasse gewesen, wo es dann so bei 7.000, 8.000 ja auch schon mal aufgehört hat. Aber hier sind wir halt schon mittlerweile eher so noch im humanen Bereich. Genau, Akku nicht entnehmbar direkt für den Nutzer, hier schon. Große Unterschiede und wie gesagt Bosch und Shimano. Ansonsten Farbe, klar, ist natürlich ein Unterschied. Sonst sind die Räder sehr ähnlich. Das heißt, in der Praxis wird es wahrscheinlich so darauf hinauslaufen, dass viele sagen, mir gefällt die Farbe besser. Ich hole mir deswegen das Rad. Aber nicht, weil jetzt ich hiermit noch mehr runterballern kann, weil das können beide eigentlich. Genau. Was halt vielleicht noch so ein bisschen Unterschied ist einmal der Bosch Cosmos versus Shimano Cosmos, was die Technik angeht von den Displays. Bei Shimano sind wir dann eher so unterwegs, dass wir mit Bluetooth vielleicht noch ein externes Gerät verbinden, wenn wir navigieren möchten, also Handy oder halt ein Garmin-Gerät. Bei Bosch ist es dann halt tatsächlich so, mit dem smarten System haben wir da die Möglichkeit, zum Beispiel den Smartphone-Grip dann mitzunehmen, wenn wir ein bisschen navigieren wollen. Und da wird vielleicht in Zukunft auch noch ein bisschen mehr kommen. Bei Shimano sind wir ja erstmal mal ein bisschen minimalistisch, haben aber Bluetooth-Konnektivität und können dann eben Garmin verbinden oder das Handy. Ja, also ich muss sagen, die Vor- und Nachteile, gleichen sich. Beide haben diesen Ladeport drauf hier auch, ne, für das Smartphone zu laden. Aber man muss halt auch dazu sagen, im Endeffekt, wo der eine einen Vorteil hat, hat der andere wieder einen Nachteil. Hier habe ich natürlich wieder mehr Displays, wo ich dann halt auch in der Zukunft auch viel mehr variieren kann. Das heißt, ich kann das hier abmachen, kann mir einen Smartphone-Grip machen. Später wird es auch irgendwann mal ein größeres Display geben wahrscheinlich oder andere Punkte. Und das ist halt so, da kann wieder Bosch wieder punkten. Aber so im Großen und Ganzen, wenn wir jetzt ein Punktesystem machen würden, ne, dann wird es, glaube ich, sehr ähnlich sein. Du kriegst einen Punkt, weil es ein bisschen günstiger ist, ne, 500, 600 Euro. Ich krieg einen Punkt, weil ich halt dieses Display, die Möglichkeiten mehr habe, ne. Punktabzug kriegst du auf jeden Fall für den fest verbauten Akku. Gerade bei uns in der Stadt ist es einfach ein Thema, muss man einfach sagen. Der lässt sich rausnehmen, nicht falsch verstehen. Also man kann den schon auswechseln, wenn was dran ist. Oder auch für den Winter einlagern, wenn man halt ein Fahrrad, der im Winter nicht viel unterwegs ist. Aber wenn du halt nicht die Möglichkeit hast, irgendwo in der Garage zu laden, ist es halt einfach ein Thema. Oder ihr kommt halt zu uns und wir bauen den euch aus. Müsst ihr halt dann, wenn ihr sagt, ich fahre im November, Dezember, Januar eh nicht, dann ist das auch kein Thema und dann kann man den rausnehmen und dann, wenn die Saison wieder losgeht, könnt ihr ihn wieder einbauen lassen. Aber im Endeffekt, ja, 2 Punkte dagegen, Akku, wie gesagt, Preis vielleicht und dann halt aber die 2 Punkte, die dafür sprechen, ein bisschen bessere Ausstattung und die Displays und halt Bosch würde ich neutral sehen, das ist halt bis auf die Displays Geschmackssache. Ne? Ja, ich würde auch sagen, also Motorengeschichte, Geschmackssache, genauso wie die Bremsen. Ich meine, sowas wie Bremsen kann man auch umbauen. Wenn jemand ein Problem mit Dottflüssigkeit hat, wird er wahrscheinlich SRAM nicht sonderlich mögen, wird eher bei Shimano bleiben wollen. Das sind so Geschichten, die sind austauschbar. Aber so die großen, wichtigen Punkte, da werden wir wahrscheinlich ungefähr gleich aufliegen. Schreibt einfach mal gerne rein in die Kommentare, was haltet ihr von so Vergleichen, beziehungsweise würde uns eher noch interessieren, seid ihr Lager Bosch oder Shimano und Seid ihr Lager Enduro oder All Mountain, genau. Ansonsten bis zum nächsten Video. Wir verabschieden uns. Macht's gut. Bis dann. tschüss.